Hallo meine Lieben, ich wollte euch heute mal zeigen, wie ihr Weihnachtskugeln selber beschmücken könnt und die auch personalisieren könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, wir werden Weihnachtskugeln beschriften und auch die Box wiederverwenden, in der das Ganze verpackt war. Es ist ein bisschen unschön hier mit diesen Klebestellen, aber da werden wir silbrige Punkte ausschneiden, um das aufzubringen. Dasselbe hier unten, da war das Originallabel drunter. Da machen wir einfach etwas drauf und schreiben da auch noch mit einer schwarzen matten Vinylfolie drauf. Und bei den Kugeln, da machen wir Schneeflocken drauf einerseits, dann hier so ein Hope, was fast ringsherum geht, hier ein Faith, was fast ringsherum geht und dann eben auch die Namen von den Beschenkten auf die Kugel aufbringen und ihr seht, wie extrem filigran ihr hier gehen könnt. Das hier ist die zweite. Und wie ihr das machen könnt, das gucken wir uns jetzt gleich an. Für dieses Projekt braucht ihr einiges. Einerseits den Plotter, da ist das Fine Point Blade schon drin, die Standard-Schneidematte, Entgitterungstool, Schere und ein Rakel. Dann habe ich zum Übertragen verwende ich zwei Sachen. Einerseits das Transfertape für das, was ich hier drauf machen werde, auf einer geraden Fläche. Aber weil ich auf den Kugeln dann eher flexibel sein muss, verwende ich da mein Übertragungsmedium, was ich sonst auch verwende. Dann eben natürlich die Kugeln und ich werde auch die Kiste wiederverwenden und deshalb habe ich verschiedene Sachen an Vinylfolien. Ich werde hier diesen Teil abdecken mit einer Silber-Vinylfolie und auch hier 3 Punkte machen, um das dann wieder zu verschließen. Und oben auf dieses Silber-Label hier drauf kommt mit einer matten schwarzen Vinylfolie ein Merry Christmas drauf. Und dann habe ich für die Kugeln verwende ich dann eine weiße Vinylfolie. Natürlich brauchen wir auch den Cricut Design Space und damit starten wir jetzt auch gleich. Ich habe schon was Kleines vorbereitet, aber um euch zu zeigen, was ich verwendet habe oder eines der Elemente, die ich verwendet habe, das habe ich hier in meinen Favoriten schon drin und zwar ist es dieses Christmas Plates und da gibt es verschiedene Sprüche drauf, die ich genau für die Kugeln verwenden werde. Und da bin ich einfach auf Anpassen gegangen. Ich habe das aber eben schon vorbereitet, deshalb gehe ich auf meine Projekte. Und nehme hier diesen Christmas Tree und sage Anpassen. Jetzt habe ich hier verschiedene Sachen. Einerseits, ich habe gesagt, wir brauchen so einen Streifen für die Box. Den habe ich einfach gemessen, wie groß der sein muss. Das ist die Silberfolie, das habe ich, plus die 3 Punkte. Das sind ganz einfach Formen, die ich eingefügt habe. Dann von diesem Plate, von dieser Vorlage, habe ich Faith und Hope genommen. Die anderen beiden, die da noch drin waren, habe ich, das ist Noel und Joy, die habe ich ausgeblendet, weil die brauche ich für dieses Projekt nicht. Dann habe ich 2 Schriften eingefügt, weil ich will die Namen von den Beschenkten auf den Kugeln drauf haben. Das ist einerseits Sven und Valerie, das sind 2 Schriften, ich zeige euch das kurz, die ich verwende oder die von Adobe sind, aber da findet ihr, wenn ihr die Adobe-Produkte nicht verwendet, findet ihr da sicher auch entsprechend andere Schriften. Meine heißt Systemschriften und dann war das diese Cantoni Pro. Das ist die Adobe-Schrift, die ich hierfür verwendet habe.
Und natürlich bei solchen Schriften müsst ihr das dann erweitern, zerlegen und dann entsprechend anpassen, dass es richtig sitzt und am Schluss dann wieder verschweißen. Das mache ich jetzt nicht, weil das habe ich eben für die beiden gemacht und ich habe auch dieses Herzchen vom Fade, habe ich hier auch für das I-Pünktchen verwendet von Valerie. Und zwar, ihr könnt ja einzelne Sachen, wenn ich das kurz dupliziere, ihr könnt hier sowas nehmen und dann hier auf Kontur gehen und alles ausblenden, was ihr hierfür nicht braucht. Nur das Herz lassen. Und dann habe ich hier dieses kleine Herzchen, kann das in den Schriftzug einbauen und das Ganze dann verschweißen. Dann habe ich einen Kreis gemacht, der ungefähr gleich groß ist wie Kugel, damit ich dann sehe, wie groß die Schriftzüge sein können. Bei den beiden, die gehen natürlich um die Kugel herum. Deshalb sind die auch länger. Dann habe ich Bilder eingefügt und da könnt ihr einfach bei den Bildern auf Snowflake gehen und da kriegt ihr super viele Beispiele an Schneeflocken, die ihr da einbauen könnt. Ich würde nicht zu filigran gehen, weil das wäre schon sonst schwierig zum Entgittern. Und dann habe ich hier noch ein Merry Christmas gemacht, das kennt ihr auch schon aus anderen Projekten, damit das Silberlabel da nicht zu leer ist. Jetzt fürs Ausplatten brauche ich den Kreis natürlich nicht. Und die Schneeflocken, das Fade, das Hope, Sven und Valerie, das wird alles weiß sein. Ich lasse es jetzt aber schwarz, einfach damit ihr das seht. Die grauen sind die Silberfolie und das Merry Christmas hier ist die matte schwarze Vinylfolie. Ist eigentlich egal, welche Farben ihr verwendet. Ihr müsst dann einfach wissen, welche ihr jetzt auf die Matte geben müsst und für welche ihr das Material aussucht und dass die dann halt einfach auch zusammen sind. Ich zeige es euch gleich, es macht jetzt gleich Sinn. Ich gehe auf Herstellen und jetzt seht ihr, ne, alles von dieser Silberfolie ist auf einer Matte drauf. Ich ordne das kurz ein bisschen anders an, damit es mehr Sinn macht. Und wenn ich jetzt Shift-Taste drücke, geht das immer im 45 Grad Winkel, was einfach ist. Das ist das eine. Das zweite, da gucke ich auch, dass ich das noch ein bisschen besser anordnen kann, um da Folie zu sparen. Dann kann ich hier ein langes Stück nehmen, was 30 cm auf ca. 8 oder 9 cm ist. Das muss ich nicht spiegeln, weil es eine Vinylfolie ist. Und die dritte Matte ist dann nur noch dieses Merry Christmas, das passt. Jetzt starten wir mit der ersten Matte, da gehen wir auf Weiter. Und die erste Matte ist ja die Silberfolie. Ich habe hier schon eine gemacht, die heißt Vinyl Heavy Gold mit einem Druck von 150 und die verwende ich, weil die Silberfolie eine ähnliche Folie ist. Und dann sagt er mir schon, ich kann die Feinschnittklinge laden und die Matte einziehen. Und dann kommt die nächste. Bei der zweiten Matte, das ist ja alles, was auf die Kugeln drauf kommt, wo ich gesagt habe, dann nehme ich eine weiße Vinylfolie. Da wähle ich einfach Vinyl aus. Und dann haben wir noch die letzte Matte und das ist ja die, wo ich die matte Vinylfolie nehme. Da habe ich mir auch ein Material angelegt, das heißt Vinyl Black Matte mit einem 125er Druck. Und dann können wir da auch loslegen. Und dann brauchen wir den Plotter schon wieder nicht mehr.
Vergesst nicht, euer Projekt zu speichern, damit ihr das auch noch mal für ein weiteres Geschenk zur Verfügung habt. Dann können wir das Ganze auch schon entgittern und ich mache das auf verschiedene Arten und Weisen. Also hier bei der Silberfolie, da gibt es nicht viel zu sagen, ne? Da könnt ihr einfach das, was zu viel ist, ablösen. Das war eine schnelle Sache. Bei der schwarzen mache ich es so, dass ich nur die Innenteile von den Buchstaben kurz rauslöse. Den Rest lasse ich komplett drauf. Und das ist einfach aus dem Grund, weil das Ganze schon sehr filigran ist. Das hatte ich euch letzte Woche mal gezeigt, ne, wie ich das ein bisschen speziell übertrage. Das sind schon alle Innenteile. Den Rest lasse ich noch so. Und genau gleich auch bei den Weißen. Das heißt, hier gucke ich überall nur, wo habe ich die Innenteile, weil die Schriften hier teilweise schon sehr filigran sind. Und die Sterne, die könnt ihr ganz normal entgittern. Hier auch ein kleiner Trick bei ganz kleinen Teilen. Ich gehe hier jeweils auf den ersten rauf und behalte den drauf, weil so klebt der nächste jeweils an dem vorherigen und das geht fast am schnellsten, das zu entgittern. So, dann haben wir schon mal alles bereit. Die Folie hier, die machen wir ganz am Schluss. Jetzt brauchen wir natürlich unsere Kugeln. Und da geht es fast am einfachsten, wenn ihr ein großes Glas habt, wo ihr die ganz einfach reinlegen könnt, weil dann rutschen die auch nicht oder kullern die nicht in der Gegend herum. Und jetzt, wie gesagt, nehme ich die Folie hier, die ein bisschen flexibler ist als die Cricut-Folie. Normalerweise spielt das nicht so eine Rolle, wenn ihr zu viel Material habt, aber hier macht es wirklich Sinn, wenn ihr schön ringsherum schneidet, damit ihr nicht zu viel Material dran habt. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr das ganz einfach hier feststreichen, damit das schön an der Übertragungsfolie draufklebt. Dann die Schutzfolie abziehen. Und bei den Wörtern könnt ihr jetzt die Vinylfolie abziehen, die da zu viel drauf ist. Einfach so ein bisschen hochziehen. Und dann seht ihr, dass die ganzen filigranen Linien hier schön drauf bleiben. Und das ist der Vorteil, wenn man auf diese Weise entgittert. Ihr müsst einfach darauf achten, dass ihr die so ein bisschen hochzieht, nicht dass die Folie dann auf die Rückseite der Folie draufklebt, die da drauf bleiben sollte. Und ich würde sagen, wir starten mit den Schneeflocken. Die kommen auf die silbrigen drauf. Und da hilft es, weil ihr eben ein rundes Element habt, dass ihr das so gut es geht einschneidet. Natürlich nicht in die Folie rein, aber ringsherum. So. Und dann könnt ihr euch einfach die Mitte suchen. Und ihr seht ja, ich habe es nur in der Mitte draufgelegt. Und jetzt streiche ich es von der Mitte weg.
Weil ihr seht jetzt, ne, die überschneiden sich teilweise. Und dadurch, dass wir das eben aufgeschnitten haben, geht es dann auch ein bisschen besser. Und dann können wir das Ganze abziehen. Und dann habt ihr hier schon die erste Schneeflocke drauf. Das mache ich jetzt auch kurz mit der zweiten silbrigen. So haben wir jetzt auch schon die zweite Schneeflocke drauf. Dann nehmen wir die schwarze. Und da bringe ich das Hope und das Faith drauf. Natürlich auch hier einschneiden, so gut es geht. Und dann versuche ich das möglichst auch mittig drauf zu bringen. Der geht jetzt wesentlich besser aus der Stern. Das heißt, wenn ihr in diesem Bereich bleiben könnt, dann funktioniert das in der Regel auch besser. Und dann können wir auch das abziehen. Et voilà, dann haben wir auch die. Sieht das nicht cool aus? Dann machen wir gleich auch die zweite von denen. Und dann haben wir hier auch unser Faith. Das einzige Problem, wo ich ein bisschen hatte, war hier oben, weil sobald es die Kugel wölbt, habt ihr eigentlich zu viel Material. Ne? Von dem her sind solche Sachen eher ein bisschen ungünstig, aber kannst du so ein bisschen zurechtstoßen, dann funktioniert das relativ gut. Und dann kommen wir noch zu den Namen. Das ist die mit dem Namen und ihr seht, wie extrem filigran ihr hier arbeiten könnt mit dieser Art von Entgittern und Übertragen. Und dann machen wir noch die letzte. It's the time of year, winter wonderland. Et voilà, dann haben wir auch noch die Valerie. Und so haben wir schon mal die Box mit den ganzen Kugeln drin. Könnt ihr dann schön anordnen, damit sich das schön präsentiert, ne? Und dann können wir uns noch um die Verpackung kümmern. Für die Verpackung hatten wir ja hier diesen Streifen. Da könnt ihr einfach den oberen Teil kurz umlegen und den dann schön passend hier drauf bringen, damit ihr das alte Etikett damit versteckt. Und dann können wir auch hier den Spruch noch drauf bringen. Und ihr seht, die Folie sieht mittlerweile ein bisschen mitgenommen aus. Das liegt ganz einfach daran, dass ich die mehrmals verwende. Ich schmeiße die nicht noch einmal weg, sondern, ne, solange sie klebt, ist alles gut. Und dann können wir das hier auf den silbrigen Streifen schön gerade drauf bringen. Und sobald ihr alles drin habt, was ihr drin haben wollt, könnt ihr dann diese silbrigen Teile auch noch hier ringsherum anbringen. Und das war eigentlich auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte.
Ich hoffe, euch hat das Video und auch die Idee gefallen und ihr habt Lust, es selber auch auszuprobieren. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen 3. Advent und wir sehen uns morgen wieder. Bis bald!